Willkommen! Kennt ihr Adele oder Ada von Fink? Sie war eine deutsche Genre- und Landschaftsmalerin in einer Zeit, in der Frauen meist nur als Musen galten. Bildung, Reisen und ihr Anschluss an bedeutende Künstlerkreise ebneten ihr den Weg. Tragisch endete ihr Leben 1943 bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg in Berlin. Heute ist sie fast vergessen, trotz ihrer eindrucksvollen Werke. Schauen wir uns ihren Lebensweg genauer an. Sie wurde 1873 in Buenos Aires geboren und entstammte einem Danziger Adelsgeschlecht. Schon früh zog es sie nach Europa, wo sie in München bei Franz von Lenbach, in Brüssel bei Jean-François Portail und schließlich mit anderen bekannten deutschen Malerinnen in Paris bei Gustave Courtois in der Akademie Colarossi studierte. Der berühmte Puvis de Chavannes empfahl sie persönlich dorthin. In Paris knüpfte sie Freundschaften mit Malerinnen wie Maria Slavona. Später lebte sie ab 1907 eng verbunden mit der Malerin Julie Wolfthorn und ihrer Schwester im selben Haus in Berlin. Reisen führten sie nach Italien und in das Künstlerdorf Worpswede, wo die Malerin Paula Modersohn-Becker eine kluge, frei auftretende junge Frau in Hosen am Mittagstisch beobachtete. Sie stellte zwischen 1899 und 1917 unter anderem in Berlin, Prag, Hamburg, München, Darmstadt und Wien aus und zeigte dort Werke wie Karl Eduard Eek beim Gitarrespiel oder Plaudernde Frauen. Sie führte ein unabhängiges Leben und starb 1943 mit 64 Jahren in Berlin bei einem Bombenangriff. Schauen wir uns ihren Malstil und Motive genauer an. Ihre Malerei wurzelt in der Salonkunst des späten 19. Jahrhunderts, angereichert mit Einflüssen des Impressionismus und zarten Anklängen an Symbolismus und Jugendstil. Über die Jahrzehnte entwickelte sie eine Handschrift, die sich in fein komponierten Blumenstillleben, intimen Genreszenen und eindringlichen Porträts zeigt. Ihre bevorzugten Motive waren Frauen, Freundschaften, häusliche Szenen und die stille Poesie des Alltags. Zu ihren bekannten Werken zählen das impressionistisch geprägte Gruppenbild Frauen im Gespräch, ein Porträt bedeutender Zeitgenossinnen wie Julie und Luise Wolfthorn sowie Lili Behrens, das nicht nur Abbild, sondern auch ein Manifest weiblicher Kreativität und Vernetzung ist, die intime Genreszene, die Vorlesestunde, die einen Einblick in das private Umfeld der Berliner Künstlerinnen gewährt, sowie das akademisch-realistische Porträt Karl Eduard Eek beim Gitarrespiel, das ihre frühen akademischen Wurzeln erkennen lässt. Neben ihren Gemälden entwarf sie auch kunstvolle Exlibris für Buchbesitzer, die damit ihre Bücher kennzeichneten, und veröffentlichte Aufsätze im fortlaufenden Sammelwerk Querschnitt der Galerie Flechtheim. Ihr Leben und Werk sind bislang nur lückenhaft erforscht. Die wenigen bekannten Werke liegen verstreut in Museen und Privatsammlungen, von denen nur ein Teil in Ausstellungen gezeigt wurde, und warten noch auf eine umfassende Wiederentdeckung und Würdigung. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Adele von Fink gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.